Willkommen zurück, Freunde. Ich habe mir für November und Dezember etwas sehr Cooles und Nützliches für euch ausgedacht. Shamisen Ping Pong. Ping Pong auf Shamisen geht so. Ich spiele euch etwas vor, das Ping, und ihr spielt es nach, das Pong. Das Ganze trainiert die Ohren und auch die Finger und es wird euch helfen, Stücke und Melodien mit mehr Gelassenheit zu spielen. Und so wird das Ganze ablaufen. Ihr kriegt jede Woche von mir eine kleine Übung, mit der ihr hören und nachspielen trainiert. Das Ganze dauert keine 5 Minuten, bringt aber richtig viel. Ich spiele eine kurze Melodie und mit kurz meine ich in der Regel so 8 Schläge lang, also 8 Töne ungefähr. Und ihr spielt sie dann nach. Die Videos werden dafür in 3 Abschnitte unterteilt. Es gibt die Übung jede Woche in 2 Schwierigkeitsvarianten und die schwierigere Variante ist für all diejenigen gedacht, die technisch schon fortgeschritten sind, aber ihr Gehör wirklich noch schulen möchten. Die schwierigere Version unterscheidet sich dadurch, dass mehr Töne in den 8 Pulsschlägen untergebracht sind und dass manchmal der Rhythmus etwas komplexer ist oder mehr Techniken eingebaut sind. Im ersten Abschnitt spiele ich euch die Sequenz vor und ihr könnt mich sehen und auch hören. Im zweiten Abschnitt hört ihr dann einen Pulsschlag und ihr versucht dann auf diesen Puls die Melodie nachzuspielen, die ihr gerade gehört habt. Der dritte Abschnitt ist die Auflösung. Ich spiele die Sequenz nochmal und ihr könnt mich sehen, hören, die Noten mitlesen und dann direkt auch mitspielen. Um es besonders übersichtlich zu machen, lege ich den Tonvorrat vorher fest, und zwar für den gesamten Monat. Also für den November gibt es eine Reihe von Tönen, die vorkommt, und für den Dezember gibt es eine neue Reihe von Tönen, damit es nicht zu langweilig wird. So holt ihr am meisten aus den Übungen. Findet euer eigenes Tempo. Sollte es euch mal zu schnell gehen, drückt einfach auf den Pause-Knopf. Am Computer kann man einfach die Leertaste drücken und auf dem Smartphone drückt man einfach irgendwo ins Bild und dann sollte das Ganze pausieren. Ihr könnt dann die Melodie entweder nochmal anhören, indem ihr zurückspringt, oder ihr nehmt euch einfach Zeit und summt die Melodie vielleicht im Kopf oder spielt sie mal durch und hört sie euch dann nochmal an. Ich setze euch entsprechende Kapitelmarken, damit ihr euch bei Bedarf den Ping ganz einfach nochmal anhören könnt. Tipp Nummer 2, die Ohren vorbereiten. Shamisen Ping Pong ist einfacher, wenn man sich vorher mit den Positionen etwas vertraut macht. Nehmt euch die Übersicht der Töne einfach mal für ein paar Minuten vor und spielt alle Positionen einfach mal durch. Von tief nach hoch, von hoch nach tief, querbeet durch, verschiedene Rhythmen, wie es euch gerade gefällt. Da gibt es kein richtig oder kein falsch, aber je mehr, desto besser. Eure Ohren kriegen so schon einen ersten Eindruck davon, wie die Töne im Zusammenhang miteinander klingen können. Ihr müsst da gar nicht mit dem Plan rangehen, sondern allein dadurch, dass ihr es macht, nimmt euer Hirn schon was auf und verarbeitet das und dann wird die Übung sehr viel leichter sein. Tipp 3. Bauchgefühl aktivieren. Hört mal genau hin, wie die Töne auf den unterschiedlichen Seiten klingen. Die leere Seite klingt besonders hell und klar. Einige Positionen klingen etwas dumpfer. Ja? Wenn ihr also die einzelnen Töne mal durchgeht, versucht man auch hinzuhören, wie sich so ein Ton anfühlt. Vielleicht ein bisschen rau, dumpf, dunkel, klar, hell, glockenähnlich, schillernd. All das kann euch dabei helfen, ganz instinktiv zu spüren, welcher Ton es sein könnte. Je öfter ihr solche Übungen macht, desto leichter wird es euch fallen. Entspannt an die Sache ranzugehen, ist immer besser, als zu viel drüber nachzudenken. Ich weiß, das ist leichter gesagt als getan am Anfang, aber ihr werdet sehen, über die Wochen wird es wahrscheinlich langsam entspannter werden und ihr werdet merken, halt mal, irgendwie fühlt sich das ganz anders an als beim ersten Mal. Es ist überhaupt nicht schlimm, wenn ihr ein paar falsche Anläufe habt. Das ist im Grunde Sinn der Sache. Das gehört mit zum Lernprozess dazu. Es ist völlig normal, dass man nicht auf Anhieb alles 100%ig richtig hat. Dann wäre es auch irgendwie langweilig, oder? Wenn ihr also daneben gegriffen habt, einfach nochmal versuchen, auf Pause stellen, zurückspulen oder einfach am nächsten Tag nochmal versuchen. Tipp Nummer 4. Den Moment genießen. Es passiert sehr oft, dass man anstelle einer genauen Rekonstruktion eine kleine Abwandlung spielt, dass das Pong also eine Art Antwort wird.
Ich finde das persönlich sogar besser, als einfach nur das Gespielte zu wiederholen, weil es ein bisschen musikalischer ist, es ist kommunikativ und kreativ. Wenn das also passiert, dann freut euch drüber und ärgert euch nicht. Damit habt ihr alles, was ihr braucht. Die Stimmung ist für alle Pings C, G, C, Nirgadi, und die Skalen, die kriegt ihr nochmal separat. So, das war die Erklärung zum Ping-Pong. Bitte fortfahren zum nächsten Video und das erste Ping-Pong starten.